Sind wir schneller als unser Gegenspieler, unsere Gegenspielerin, haben wir auch extreme Vorteile. Aber was bedeutet Schnelligkeit im Fußball? Und wie können wir diese Schnelligkeit trainieren? Das erklärt euch heute Nachwuchstrainerin Luisa. Ich habe mich gefreut, dass du mir zugesagt hast. Danke, dass du deine Gedanken mit uns teilst. Euch viel Spaß bei dem Video und hiermit ab zu Luisa. Ich bin Luisa, bin DFB-Stützpunkttrainerin und möchte an der Stelle erstmal ein ganz großes Dankeschön an Manu loswerden. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf im Taktik-Adventskalender. Richtig coole Idee. Mein Thema heute ist Handlungsschnelligkeit. Handlungsschnelligkeit ist ja ein Begriff, der im Fußball aktuell sehr, sehr häufig fällt. Ich möchte euch heute erzählen, was dahinter steckt. Und zwar besteht Handlungsschnelligkeit aus 4 Faktoren, nämlich der Wahrnehmung, der Antizipation, der Entscheidung und letztlich dem Handeln. Und womit wir uns heute befassen in diesem Video sind die ersten 3 Aspekte, nämlich das Wahrnehmen, das Antizipieren und das Entscheiden, da diese 3 Aspekte sich alle im Kopf abspielen. Worum es mir dabei geht, ist hauptsächlich die Frage, was bringt euch eigentlich die Handlungsschnelligkeit im Spiel und wie könnt ihr diese Aspekte auch selber trainieren? Schnelligkeit ist ja eine Fähigkeit, die sehr, sehr viele Vorteile für euch mit sich bringen kann im Spiel. Zum Beispiel gewinnt ihr dadurch Zeit. Ihr gewinnt einen Aktionsvorsprung, ihr könnt euch schneller aus Gegnerdruck lösen. Jetzt ist es aber so, dass diese Schnelligkeit sich nicht nur auf das Physische beschränkt, also wie schnell ich von A nach B rennen kann, sondern auch auf das, was im Kopf passiert. Wie schnell kann ich wahrnehmen, was um mich herum passiert? Wie schnell kann ich vorausahnen, was eventuell als nächstes passieren wird? Und wie schnell kann ich letztlich eine Entscheidung treffen, was ich denn jetzt tun werde? Und erst dann, wenn diese Prozesse abgelaufen sind, kommt es wirklich zum Handeln. Thema 1, Wahrnehmung. Warum ist die Wahrnehmung so wichtig? Damit wir wissen, was passiert um uns herum. Wo sind eventuell freie Mitspielerinnen oder Mitspieler? Wo befinden sich aber auch Gegenspielerinnen oder Gegenspieler? Wie weit sind die weg von uns? Wie ist deren Anlaufverhalten? Das heißt, die Wahrnehmung ist letztlich nichts anderes als Informationen sammeln. Wir schauen, was passiert um uns herum, ziehen so viele Informationen wie möglich aus dem, was wir wahrnehmen mit unseren Augen, was wir hören, was wir aber auch fühlen und entsprechend orientieren wir uns vor. Und wie machen wir das ganz häufig auf dem Spielfeld? Über einen Schulterblick. Und das ist auch genau der Grund, warum wir euch in den Trainingseinheiten auch immer wieder ans Herz legen, Schulterblick. Schaut einfach mal rechts, mal links über die Schulter, guckt, was passiert um euch herum. Wenn ihr dann über die Wahrnehmung die Informationen gesammelt habt, dann kommt der zweite Punkt, das Antizipieren. Und Antizipieren heißt eigentlich nichts anderes als vorausahnen. Heißt, ich weiß schon vorher, was eventuell passieren könnte. In Bezug auf eigenen Ballbesitz bedeutet das zum Beispiel, dass ich schon bevor ich den Ball bekomme, weiß, was ich mache, wenn ich ihn bekomme. Das bedeutet, Antizipation ist am Ende nichts anderes als eine Spielsituation lesen können. Und wenn ihr das gut könnt, dann könnt ihr natürlich auch schnellere Entscheidungen treffen. Entscheiden heißt dann am Ende einfach nur auszuwählen aus den verschiedenen Optionen, die ihr habt. Ihr habt dann Informationen gesammelt, ihr ahnt schon voraus, was passieren könnte und entscheidet euch dann für eine Lösung für das jeweilige Problem in der Spielsituation, die ihr habt. Einerseits ist es wichtig, schnell zu entscheiden. Klar. Es ist aber auch wichtig, und das ist ein zweiter Punkt zum Thema Entscheidungen, der mir wirklich wichtig ist, Entscheidungen auch wieder zu revidieren, das heißt zurückzunehmen und anzupassen an die jeweilige Spielsituation. Weil Fußball ist ja ein super komplexes Spiel und dementsprechend können sich Spielsituationen in Sekundenschnelle verändern und das erfordert dann eben auch von euch ein ganz hohes Maß an Anpassungsfähigkeit und einmal getroffene Entscheidungen auch schnell wieder zu revidieren, anzupassen, eine neue Entscheidung zu treffen. Ihr seht also, bevor ihr überhaupt ins Handeln kommt, passiert schon extrem viel im Kopf, das euch auch Zeitvorteile, Raumvorteile verschafft, den Gegnerdruck minimiert, euch Aktionsvorsprünge verschafft. Deswegen ganz wichtig, einfach der Tipp von mir, versucht an eurer Handlungsschnelligkeit, an den Faktoren zu arbeiten, die sich im Kopf abspielen. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie könnt ihr das machen?
Mein erster Tipp an der Stelle ist, spielt. Spielt wirklich so viel es geht, zockt mit Freunden, Freundinnen, Kumpels, Geschwistern, völlig egal, 1 gegen 1, 2 gegen 2, wie viele auch immer ihr seid, aber spielt. Grund dafür ist, dass je mehr Spielsituationen ihr erlebt habt, je mehr Erfahrung ihr letztlich also habt, desto besser könnt ihr Situationen irgendwann einschätzen und desto schneller letztlich auch antizipieren und entscheiden, was ihr dann macht. Was dabei extrem wichtig ist, dass ihr euch immer wieder hinterfragt. Und so möchte ich euch noch 3 Fragen mitgeben, die ihr euch immer wieder stellen könnt, wenn ihr spielt, wenn ihr Aktionen hattet. Und Frage Nummer 1 ist folgende: Habe ich die Situation richtig eingeschätzt? Ja oder nein? Die zweite Frage, die ihr euch stellen solltet, ist: War die Entscheidung, die ich getroffen habe, richtig? Ja oder nein? Die dritte Frage ist: Hatte ich mit meiner Aktion Erfolg? Ja oder nein? Mein Tipp an euch ist also, spielt so viel ihr könnt, sucht dabei nach eigenen Lösungen, trefft auch eigene Entscheidungen und überprüft letztlich mit diesen 3 Fragen, ob eure Aktionen in dieser Spielsituation erfolgreich waren. Was bringt euch die Überprüfung mit den Fragen? Die bringt euch, dass ihr eure Stärken, aber auch eure Schwächen ganz schnell rausfindet. Wenn ihr zum Beispiel merkt, ich habe die Situation eigentlich richtig eingeschätzt, ich habe auch die richtige Entscheidung getroffen, aber meine Aktion hat trotzdem nicht zum Erfolg geführt, dann kann das zum Beispiel den Grund haben, dass ihr zwar die richtige Entscheidung getroffen habt, die Entscheidungsfindung aber zu lang gedauert hat. Das heißt für euch Entscheidungstraining. Letztlich heißt es also, viel spielen, eure Aktionen mit den 3 Fragen überprüfen und dann die Aktionen wiederum in der nächsten Spielsituation anpassen. Am Ende geht es also einfach nur darum, mitzudenken, im Kopf da zu sein. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch, für euer Training, eure Spiele mitnehmen und jetzt wünsche ich euch einfach nur viel Spaß beim Zocken. Ich bin mir sicher, dass hier ganz viele ihre Gedanken zum Thema Schnelligkeit erweitern konnten. Ich danke dir nochmal, dass du mitgemacht hast, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast. Mich würde jetzt von euch interessieren, was denn Neues für euch dabei war, was wusstet ihr davor noch nicht. Dadurch bekommen wir einfach ein Bild davon, zu welchen Themen noch Bedarf besteht. Also lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Außerdem, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die auch gerne da reinschreiben oder uns privat schreiben. Wir geben dann unser Bestes, dass wir die Fragen beantworten können. Wenn ihr weitere Tipps wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Ich freue mich dann, wenn ich euch in den weiteren Videos weiterhelfen kann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.